Leute, unser 90 Pfund schwerer Labrador erschreckte uns zu Tode. Er war riesig, unser Baby war winzig und wir hatten ehrlich gesagt Angst. Aber dann begann er etwas wirklich Seltsames zu tun. Max verließ unsere Tochter Sophie keine Sekunde. Tag und Nacht bewachte er sie wie besessen. Wir dachten, er wäre eifersüchtig oder überprotektiv. Wir lagen völlig falsch. Denn an jenem Dienstagabend, als Sophie mitten in der Nacht schrie, rettete Max ihr Leben. Was er gerochen hatte, was wir Menschen nicht sehen konnten, veränderte alles. Diese Geschichte wird euch zu Tränen rühren. Als wir Max, unseren 90 Pfund schweren Labrador, nach Hause brachten, war unsere kleine Tochter Sophie gerade 3 Wochen alt. Wir waren begeistert, aber auch nervös. Max war riesig, ein massiver, muskulöser Hund mit einem schokoladenbraunen Fell und einer Energie, die manchmal überwältigend sein konnte. Meine Frau Anna hatte Bedenken. »Ist er nicht zu groß für ein Baby?« fragte sie eines Abends, während Sophie in ihrem Bettchen schlief. Ich verstand ihre Sorge. Max wog mehr als das 10-fache von Sophie. Ein einziger unbeholfener Schritt und er könnte sie versehentlich verletzen. Die ersten Tage verliefen gut. Max war neugierig, aber vorsichtig. Er schnüffelte an Sophies Decke, beobachtete sie aus der Entfernung, aber kam nie zu nah. Wir dachten, er würde sich einfach an sie gewöhnen und sein normales Leben weiterführen. Aber dann begann etwas Seltsames zu passieren. Max begann sich anders zu verhalten. Er folgte Anna überall hin, wenn sie Sophie trug. Er legte sich direkt neben das Babybett, als wäre er auf Wache. Und wenn Sophie auch nur das leiseste Geräusch machte, waren seine Ohren sofort aufgestellt. Anfangs fanden wir es süß. »Schau mal, er beschützt sie«, sagten wir lachend. Aber als die Tage vergingen, wurde sein Verhalten intensiver, fast schon obsessiv. Max' Verhalten wurde von Tag zu Tag merkwürdiger. Er verließ Sophies Seite nicht mehr. Wenn wir sie in ihr Zimmer brachten, folgte er uns. Wenn sie in ihrer Wiege lag, positionierte er sich direkt daneben auf dem Boden. Seine großen braunen Augen waren ständig auf sie gerichtet. Nachts wurde es noch intensiver. Max schlief normalerweise in unserem Schlafzimmer, aber jetzt weigerte er sich. Stattdessen lag er vor Sophies Zimmertür wie eine pelzige Wache. Wenn wir versuchten, ihn wegzurufen, ignorierte er uns komplett. »Max, komm!« rief Anna eines Nachts. Nichts. Er bewegte sich nicht einen Zentimeter. Seine Augen blieben auf Sophies Tür fixiert, als würde er etwas bewachen, das wir nicht sehen konnten. Unsere Freunde und Familie bemerkten es auch. »Ist er immer so anhänglich?« fragte Annas Mutter bei einem Besuch. »Vielleicht ist er eifersüchtig auf das Baby«, schlug mein Bruder vor. Aber es fühlte sich nicht wie Eifersucht an. Es fühlte sich dringlicher an. Fast so, als wüsste Max etwas, das wir nicht wussten. Wenn du noch nicht abonniert hast, sehe ich das und es macht mich traurig. Drück bitte Abo. Dann, an einem Dienstagabend, verstanden wir endlich warum. Es war kurz nach Mitternacht, als Sophie plötzlich zu weinen begann. Nicht ihr übliches Quengeln, sondern ein scharfes, verzweifeltes Schreien, das uns beide aus dem Schlaf riss. Anna sprang aus dem Bett und rannte zu Sophies Zimmer. Ich folgte ihr dicht dahinter. Aber Max war bereits dort. Er stand direkt neben der Wiege, seinen massiven Kopf über Sophie gebeugt und stieß sanft mit seiner Nase gegen ihre kleine Hand. »Max, zurück!« rief Anna panisch. Aber als sie Sophie hochhob, spürten wir es sofort. Sophies Körper war glühend heiß, viel zu heiß. »Sie hat Fieber«, sagte Anna mit zitternder Stimme. Wir rannten ins Bad, um ein Thermometer zu holen. 39,5 Grad Celsius. Viel zu hoch für ein 3 Wochen altes Baby. Wir fuhren sofort in die Notaufnahme. Die Ärzte untersuchten Sophie gründlich und stellten fest, dass sie eine beginnende Meningitis hatte. Eine gefährliche Hirnhautentzündung, die bei Babys lebensbedrohlich sein kann. »Gut, dass Sie so schnell gekommen sind«, sagte die Ärztin ernst. »Bei Säuglingen entwickelt sich das sehr schnell. Noch ein paar Stunden Verzögerung und es hätte kritisch werden können.« Anna und ich saßen schweigend im Krankenhausflur. Und dann dämmerte es uns. Max hatte es gewusst. Max hatte es die ganze Zeit gewusst. Seine obsessive Wachsamkeit, seine Weigerung, Sophie allein zu lassen, sein ständiges Schnüffeln an ihrem Körper. Er hatte die Infektion gerochen,
lange bevor wir Menschen auch nur den kleinsten Hinweis bemerken konnten. Die Ärztin erklärte uns, dass Hunde über 300 Millionen Geruchsrezeptoren verfügen, verglichen mit nur 6 Millionen beim Menschen. Sie können chemische Veränderungen im Körper wahrnehmen, die Krankheiten signalisieren. Fieber, Infektionen, sogar Krebs, oft Tage bevor Symptome auftreten. Ihr Hund hat möglicherweise ihrer Tochter das Leben gerettet, sagte sie leise. Nach 3 Tagen im Krankenhaus durfte Sophie endlich nach Hause. Als wir durch die Haustür traten, wartete Max bereits. Er rannte nicht wild auf uns zu, wie er es normalerweise tun würde. Stattdessen ging er langsam, vorsichtig zu Sophie, schnüffelte sanft an ihrer Stirn und legte dann seinen großen Kopf neben ihre winzige Hand. Es war, als würde er sagen: Ich bin hier, ich passe auf dich auf. In den folgenden Wochen beobachteten wir, wie sich ihre Bindung noch weiter vertiefte. Max wurde zu Sophies ständigem Schatten. Wenn sie schlief, lag er direkt neben ihrem Bettchen. Wenn sie weinte, war er der Erste, der zu ihr eilte. Manchmal sogar schneller als wir Eltern. Unsere Kinderärztin war fasziniert von ihrer Beziehung. Ich habe in 20 Jahren Praxis schon viele Hund-Kind-Bindungen gesehen, sagte sie bei einer Nachuntersuchung. Aber das hier? Das ist etwas ganz Besonderes. Max hat nicht nur ihre Krankheit erkannt, er hat eine emotionale Verbindung geschaffen, die therapeutisch wirkt. Anna und ich sprechen oft darüber, was passiert wäre, wenn wir Max nicht gehabt hätten. Hätten wir die Anzeichen rechtzeitig bemerkt? Wären wir schnell genug ins Krankenhaus gefahren? Diese Fragen halten uns manchmal nachts wach. Aber dann sehen wir Max neben Sophie liegen, seine treuen Augen auf sie gerichtet, und wir wissen, er war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Letzten Monat hatte Sophie ihren 3. Geburtstag. Als wir die Kerzen auf ihrer Torte anzündeten und Happy Birthday sangen, saß Max direkt neben ihr. Sophie drehte sich zu ihm, umarmte seinen großen Hals und flüsterte: Danke, Max. Sie verstand vielleicht nicht die ganze Geschichte, aber sie fühlte, dass er etwas Besonderes für sie getan hatte. Heute ist Sophie 3 Jahre alt, gesund und voller Energie. Und Max? Er ist immer noch ihr treuer Wächter. Er folgt ihr überall hin, liegt neben ihr, wenn sie schläft, und spielt geduldig mit ihr, wenn sie wach ist. Was wir an jenem Dienstagabend für Obsession hielten, war pure Liebe. Was wir für übertriebenes Verhalten hielten, war Instinkt in seiner reinsten Form. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, teile sie bitte. Hunde sind nicht nur Haustiere, sie sind Beschützer, Heiler und manchmal Lebensretter. Max wog vielleicht 90 Pfund, aber sein Herz? Das war grenzenlos. Und für Sophie wird er für immer ihr erster Held sein.